mir so. Da unten ist alles perfekt sein. Da unten einfach nur. Einfach leiser und drück nicht so viel, weil ja. Oh ja. Hey guys, it's Jeff Keighley, and welcome to a special event here on the island. Christopher Nolan wanted Fortnite fans to be the first people to see the trailer for his upcoming film, Tenet. Everyone is so excited about this film, and I think now, given everything going on in the world, it is more important than ever that we can still gather, be it virtually, for a moment like this, just like going to the movies. Before we get to the trailer, I do have a special guest to introduce. Please welcome the star of Tenet, John David Washington. John, welcome to the party. Ooh, what's up, Fortnite? Yeah. This is insane. I mean, this is the first time we've had someone like you inside of the game world. What do you make of all this? Everyone gathering, millions of people gathering to watch your movie trailer. Oh my God, I'm overwhelmed with joy and just humbled to be a part of this great community of beautiful people. So thank you for having me, everybody. Thank you, guys. Well, I know you have a gaming history as well. I know we were talking before, and you've been playing games for a long time. Tell us a bit about your gaming background. Well, I mean, I don't want to date myself, but from my Nintendo Game Boy to my Nintendo to my Sega Genesis, NBA Live 95 was a big deal for me. When they introduced Breaking the Glass with Shaquille O'Neal, I used to love that effect. And then my all-time favorite sports game was NFL ESPN 2K5 with Terrell Owens on the cover. I think it revolutionized the sport as far as the game is concerned, and it gave me a greater appreciation for football and what goes into it strategy-wise and everything. So I love it. And NBA 2K, obviously, I play that religiously. I know I saw your PlayStation controller. Looks like the thumbstick you wore out almost, right? That's right, but and it's still with me. I still use it. I haven't upgraded yet. Oh my God! All right. Well, I'm sure this controller probably went around the world with you as you were making this
this big new movie, Tenet, and I mean, everyone is so excited about this, and I'm sure you're excited. You finally get to talk about it, right? Woo! Yes, I'm super excited. I can't wait for everybody to see it. Just to be a part of it. I'm a huge fan of Christopher Nolan, so this is a dream come true. Well, we've all been wanting to see more of it, and without further ado, let's get to it. The world premiere of the brand new trailer for the first time ever right here in Fortnite. Check it out. Come on! The first trailer for Fortnite. Oh my god. Nice. Alles, was ich für Sie habe, ist ein Wort. Tenet. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manch eine falsche. Nutzen Sie es mit Bedacht. Zu tun, was ich tue, brauche ich eine Vorstellung von dem, was uns droht. So wie ich das verstehe, versuchen wir den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Ich sehe hier kein Armageddon. Nein. Etwas Schlimmeres. Ich nehme an, Sie haben ein Interesse an einem gewissen russischen Staatsbürger. Wieso haben Sie mich hergebracht? Wollen Sie das wirklich wissen? Er kann mit der Zukunft kommunizieren. Zeitreisen. Nein. Inversion. Zielen und dann abdrücken. Sie schießen die Kugel nicht an. Sie fangen sie an. Wow. Ich habe schon zu viel gesehen. Tja, wir versuchen nur Schritt zu halten. Ihr Auftrag geht über nationale Interessen hinaus. Hier geht es ums Überleben. Ziemlich kühn. Mit Kühn komme ich klar. Ich dachte, Sie sagen verrückt. Unsere Welten prallen zusammen. Wie würden Sie gern sterben? Alt. Sie haben den falschen Beruf gewählt. Was ist denn hier passiert? Es ist noch nicht passiert. Es gibt Menschen in der Zukunft, die uns brauchen. Die Tenet brauchen. Wir müssen sie retten. Hier und jetzt. Wenn der Zeitfluss umgekehrt wird, heißt das nicht, wenn wir jetzt hier sind, dass es nie passiert ist? Sie wollen ein Flugzeug crashen lassen? Aber nicht vom Himmel. Seien Sie nicht so dramatisch. Wie groß ist denn das Flugzeug? Der Teil ist vielleicht doch ein wenig dramatisch. Oh my God, there you go. The new trailer for Tenet. John, David, more questions, maybe a few more answers, but what an amazing epic film. Tell me, I mean, what was your reaction when you saw that trailer? Because you obviously, spent a long time filming this thing, but the way the way it's cut together and the sort of the questions that it's prompting, what was your reaction when you saw it? I was overwhelmed with joy, disbelief suspended in that. I was admiring how well the beard was kept up. But really, it's just, it's interesting because there are just little, nuggets of information and just breadcrumbs of information about the movie that I was surprised that he was going to reveal. And I love that he did. And it's just... being a huge fan of Christopher Nolan, this seems like, we're familiar with his films, we obviously know his films, but this seems like something different. It seems like this is where he's about to take us for the next 10 to 15 years of filmmaking. The scale and the epicness of it, that's what just
blows me away to see all those different countries. And for you, I assume you sort of had a world tour in a way. It looks like, I mean, you were in India, Italy, like all these different places. So you really filmed in all those locations, right? Yeah, we were there from Tallinn, Estonia to Mumbai, India, Amalfi Coast, Copenhagen. And to me, it just gives the film so many different personalities. There's an international environment that's set with these characters that they're placed in, and what you saw is where we were. It's not green screen. We had some cameras out there and we filmed it, and at these beautiful locations and sort of in these interesting sort of alien-like looking, planet-looking places as well. So it was, which gave me more motivation to like just give it my all because of the set pieces and where we are, and we're so detailed and specific to the story that we're trying to tell. And when you watch the trailer, I highly recommend watching it again and again. And you get more answers. Oh, as I said, every little line of dialogue, I'm sure, has to be, kind of reverse engineered and dissected. There's a lot going on in this film, like you would expect from Christopher Nolan, but the epicness matched with, such an interesting narrative and huge stunt sequences, action sequences. I wanted to ask you about that because, from a stunt perspective, I mean, you're doing things that are not supposed to be humanly possible, and I mean, it's just like the reverse rappelling or whatever you call that. I don't know how much you can share about what's really going on there, but how did you film those things? Chris and Hoytema had a camera, and we and they yelled action and cut. No, but like it was some of the moves that we were doing, especially those hand-to-hand sequences. And the physicality of it all. Some our stunt guys, George Cottle and company, they've never done some of these moves before. They were sort of inventing them for this movie specifically. So it's so exciting that we were going to be able to introduce this new style of fighting, this new style of combat. You know what I mean? And again, to be seen in a theater, in a movie, on a big movie screen, it's gonna be so vibrant. Oh my God. No, and again, what I love about this film too is that it's going to be thought-provoking. I think it's the thing you want to experience with your friends, talk about afterwards, and pull apart. Yes. And I'm sure even as you guys were filming, you were trying to kind of understand all the layers of this because again, like what we see is only the surface. Every day, I was bugging every day. I had questions for him, but he was very gracious and he answered them very calmly and patiently. With me, it was important that we were able to track the actors track the story correctly, so we can tell it the best way we could. And so he was very patient with us. And I say that very politely. well, you're lucky that you get to text Chris Nolan when you have a question about the film. The rest of us just have to carefully dissect the trailer and go to Reddit to try and understand what's actually going on there. But I gotta say, it's like so many hints, and that's what we love. I think is like slowly peeling back the layers of this, but still having such an interesting. Heartfelt story that I'm sure is at the core of this film, like all of his work. And yeah, it's so exciting to get a glimpse at this. The airplane sequence at the end of the trailer, that was completely unexpected. I didn't know we were gonna see that, or that was even in the film. Is that like a practical effect with like a real 747? Yeah, that was a real plane, and that was a real building that they crashed that plane into. And we, cast and crew all witnessed it. It was epic, it was incredible. And, we all cheered and hoorayed and hurrahed when they yelled cut after Chris felt like he got it. So, that what you saw was really what happened. At least the night I was there. No, I gotta say, the scale of this looks absolutely incredible. We all can't wait to see it, and I think I speak for everyone here in Fortnite, being so honored that you and Chris decided to bring Tenet first to Fortnite, show the world this way. No, this is again, we're making history, and thank you so much, John David, for joining us. You made it into a video game finally. Did it. Hopefully the first of many. Hope so. Awesome. All right, John David Washington, thanks for joining us. Thanks again to John David Washington. And before I go, there is one final surprise. This summer, we will be screening an iconic Christopher Nolan full-length feature film right here on the big screen. Stay tuned for more details.
Und habe ich es halt nicht gerechnet. Right. Dann war das cool, ne? Also im Trailer. Bei den Film reinziehen. Was? Tom. Nee, okay. Ich wusste nicht mal, dass das Synchron sind. Zwillingskatanas. Ich hole mir die aber nicht. So cringe. Alter. Was, soll ich mir den holen? Das ist einfach nur cringe. Oh ja. Guck mal, ich habe den vom Freund bekommen, den vom Freund bekommen, den vom Freund bekommen, den vom Freund bekommen. Sind alles 300er. Ich freue mich auch. Ja, es sind 800 über.
Da hat er mir eigentlich gesagt, dass er mir Aura schenken wollte. Aber dann habe ich mir das in der Eigenhand genommen. Und habe das von dem Battle Pass geholt. Und dann habe ich jetzt noch 900 V-Bucks für den nächsten Battle Pass. Ich weiß nicht, ob der nächste Battle Pass gratis ist. Wie würde ich den gerne haben? Pizza. Okay, also ich habe die neue Zuschauerquote von mein Twitch-Stream geknackt. Hilfe. Okay. Kennst. Also. Ah ja. Level. Wie das Raum genau. Bis jetzt. Ja, geht. Ich warte immer noch bis irgendjemand kommt. Nein, das jetzt aber noch nicht. Schreibe ich mal was. Europa. Das ist meine neuesten Skin-Kombi. Der Ravenwood Käfig oder die Schleife tue ich immer hinten dran. Das ist einfach passt zu Auras Ärmel und seinem Totenkopf.
Moment habe ich einen Käfig dran. Aber ich hatte auch mal gestern den ganzen Tag die Schleife dran. Ich wechsle mich immer ab. Ich finde das cool, dass die endlich einen Backbling für die haben. Weil die hatten doch gar kein Backbling. Da musste man immer die Katana nehmen. Ich finde es aber auch schade, dass die Katana einfach so stumpf sind. Oder sie sind innen drin nicht stumpf. Kann auch sein. Neon. Schwingen. Meine ersten Flügel, weil ich da noch gar kein Geld ausgegeben habe. Oh Mann, Alter, für das Spiel, als ich angefangen habe. Und mein Bruder hat Geld ausgegeben. Aber eigentlich bin ich zufrieden. Aber mein Bruder mag kein Fortnite mehr spielen, deswegen. Aber mein Vater weiß die Account-Daten nicht. Wenn er eine neue E-Mail-Adresse hat, glaube ich schon. Und ich bekomme ein neues Handy. Handy, was ich jetzt habe, ist alt. Das habe ich auch schon seit einem Jahr. Aber es ja so. Oh, ja. Aber es macht seine Aufgabe. Hello? Hallo? Stellt den Koffer. Trefft eure Entscheidung. Das fängt ja schon mal gut an. 8 gegen 7. Wow. Wir haben eine AR. Alter, Banane. Oh, was ist das für ein nutzloses Gadget, Alter? Was ist das für ein Gadget? Ah, jetzt weiß ich auch, was ich nie wieder benutzen werde. Erhöht das Schaden an jeden Treffer. Nützt mir so viel wie nix. Dann mache ich mehr Schaden an Sachen. Nee, immer noch 50, also. Ja, das sind doch Gegner, also. Och, dieser Camper. Guckt euch an, wie der da hinter der Ecke campt. Macht schon wieder viel Bock, wenn erstens, wir sind 2 weniger. Die Runde beginnt gerade erst. Also die Runde begangen, schon waren wir 7. Das ist ja mega fair, ne? Ja. Und da campt er wieder hinter den Zaun, Alter. Solche Runden brauche ich ja nicht mal zu Ende spielen. Es regt mich nämlich immer auf, wenn Leute mitten in der Runde liefen. Ich liebe dann auch, weil man einfach keine Hoffnung mehr hat. Einmal waren ein Freund und ich noch zu zweit da, weil jeder gelieft ist.
Die Runde hätte weiter die ganze Zeit unendlich gehen können, aber dieser eine Glitch, der rückt mich auf. Man kann im Koffer stehen, als Gegner, und dann kann man den nicht aufheben. Und einer von unseren Freunden war auch noch AFK. Und das macht dann gar keinen Bock. Okay, 5000 XP noch. In diesem Stream versuche ich, Level 200 zu werden. Ich glaube, es ist nicht, aber man kann es doch versuchen. Ich bräuchte extreme P-Boost, so wie immer. Hello? 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 Beschützt den Datenkoffer. Trefft eure Entscheidung. Jetzt hören die mich nicht. Oh ja, genau. Bei mir laggt. Da macht es dann ultra Spaß. Wenn es bei einem laggt, Digga. Immer das beste Gefühl, wenn es bei einem laggt. Und die Gegner als erstes bekommen haben. Komischerweise hat es letzte Runde nicht gelegt. Nicht so stark. Losgehen. Warum? Ja, losgehen. Und dich, Digga. Losgebruder getötet. Oh ja. Easy. Ich habe einen extremen EP-Boost, Leute. Das kann was werden. Mit Level 200. Ich habe auch wieder Hoffnung. Zuerst dachte ich so, ja. Oh, fuck. Von der Seite. Für Gegner mit 5 Stunden der Schaden 500 noch. Ja. Er macht jetzt zuerst immer No-Skin. Okay, No-Skin tut halt nicht. Aber schon hart ehrenlos, dass er da campt. Wieder einfach nur noch 1 Minute haben. Und der Typ da hinten Hit hat von mir. Fast 100 Schaden. Oh mein Gott. Wie die uns einfach nicht bekommen. Es ist ein Fisch mit einer Spam-Waffe kommt. Lol. Leute, das kann wirklich was werden. Ich muss noch eine Mission machen. Verdammt. Egal, wir haben gewonnen. Gute Arbeit. Eine Mission. Das schaffen wir, Leute.
kommen solche ganze Leute. Stehlt den Koffer. Aber das schaffen wir. Ja, schaffe ich oder... Trefft niemand eure sagen Entscheidung. Wer mich gut genug kennt und mich länger schaut, weiß, dass Pömpelgranaten einer meiner Lieblingsgranaten sind. Ich frage mich nicht, warum, aber es ist einfach so. Es ist einfach das beste Leben, wenn ich die Dinger habe. Und ich habe sie auch genommen, weil die... Ein Datenkoffer wurde gestohlen. Gute Arbeit. Ich habe die einfach nur abgelenkt. Am besten ist aber TNT. Verteidigt den Datenkoffer. Trefft eure Entscheidung. Alles war fix. Hell? Ich mache gerade Missionen, ohne dass ich weiß. Macht gerade Mission, ohne dass ich weiß, dass die Mission. Habe ich irgendeine Mission, die ich auch machen kann? Ah ja, ich glaube, das schneller mit Spitzhacke. Ich hab wohl Schild, Digga, was ist mit denen los? Ein Datenkoffer wurde gestohlen. Ich hab doch gesagt, die Teile sind geil. Hab ich euch nicht gesagt? Oder habe ich es allgemein nicht gesagt? Ich habe es gesagt. Bruder, chill. Ich bin so ein Bot. Alter! Ein Datenkoffer wurde zurückgebracht. Oh, ich hab ja Netz. Wo ist der
Spam-Waffen. Dieser Fisch ist komplett dumm. Der nimmt nur Spam-Waffen. Okay, ist auch relativ schlau. Aber auch dumm. Er stürmt rein. Dude. Oh, look at this dude. Oh. Das meinte ich jetzt nicht wegen. Herzlichen Glückwunsch, Verteidiger. Weil ich Genie. Jetzt gucke ich mir erstmal Missionen an. Ja. Leute, schaffen wir es auf Level 220 zu kommen in diesem Stream. Gebietschaft. Ich muss eine Kiste oder eine Munitionskiste im Pleasant Park öffnen. Leute, eine Munitionskiste oder eine Kiste. 10-mal den LTM-Infraktion in Season 2 gewonnen. Genie. Leute. Why not? Das war aus Versehen. Nein. Aber er spielt mit Freunden. Da möchte ich ihn nicht stören. Ich spiele mal Gruppenkeile. Nimm mal den besten Skin ever. Nein. Der Schwanz ist fast komplett Gold. Miau, miau, Nigger, Nigger. Miau, miau, Nigger, Nigger. Ich darf den Tanz nicht mehr machen. Das ist Copyright. Ich darf Katzenklauen nicht mehr im Stream machen, sonst ist Copyright, Leute. Sonst ist Copyright. I'm a kitty, kitty, kitty. I'm a cat. Meow. If you're messing with me, I gotta get stretched. Obwohl, warum soll das Copyright Strike sein? Das ist ein Tanz. Okay. Mit einer Musik, die wahrscheinlich Copyright ist, so wie von uns hier. Bam, bam, bada, bam, bam, bam. Ja, wir haben Pleasant auf unserer Seite. Ich öffne eine Munitionskiste. Dann geht. Okay, man merkt, er hat einen Fisch drin. Weil er möchte. Welcher Mensch geht in Gruppenkeiler auf die gegnerische Seite? Das ergibt einfach so 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Okay, ne. Ein Schuh von mir. Ist noch nicht Gold. Vielleicht hätte ich den Stream nennen sollen. In diesem Stream Level 200.
Da ist sie. 220. Gut. Riecht ihr das? Es. Unten wird Essen. Weiter. Schmeckt ihr? Alter, das ist so dumm. Seht ihr es? Seht ihr es gleich? In diesem Stream wurden wir Level 220. Mir fehlen noch 40 Level. Dann habe ich Sky in Gold und ich möchte mindestens Level 100 werden. Alles Gold. TNT. Oh, die hat eine heftige Nackenschelle kassiert. Bim, bim. Ich glaube, ich beende den Stream. Aber wir wurden in diesem Stream Level 220. Okay. So. Leute. Damit würde ich sagen, bye, ciao, ein fröhliches Ciao, bye, fröhliches Ciao.